Gameblamer is the place to be. Gameblamer is the place to be. Gameblamer is the place to be. Feel entertained. Er ist ja der Beste. You don't even think that you can oppose the lost without suffering the consequences. Moment, ich muss mal eben einen Schluck trinken. You don't even think that you can oppose the lost. Okay. Either you obey the lost or you die. Are you Don't make me laugh! Red Magnus challenges you lost jabronis to a fight! Just bring it! that guy? My, so my bad feelings proved to be true. Yes, Sir Killia, that monkey is indeed Red Magnus. As always, he is nothing but a musclehead. I bet his brain is made of stone golems. I'll give you one last chance. Obey or die. Shut your mouth! If you're not gonna come to Red Magnus, then Red Magnus will super go to you! Ja, mache ich auch. Wenn jemand nicht zu mir kommt, dann gehe ich super zu ihm. Viel Spaß, Conky, mit deinen Kids. You jabronis are pathetic! Your lost superiors would be shocked if they found out! You couldn't possibly be Red Magnus's real opponent! Now hurry up and fetch your bastard of a boss, Void Dark! He's like a vicious dog. Ha! This guy's full of fighting spirit! You must be Void Dark! Or not? Which means the Demon General of the Lost is finally making his entrance! This monkey, does he truly not recognize me? The Overlord of Scorching Flame, Red Magnus. Looks pretty tough. Erstmal essen wieder. Again? It's endangered pork ramen, made with megaton pork and a broth made of chimera beef and Great King whalebone. You've got guts, eating a meal right before going one-on-one with the Supreme One! If you're hungry, then the Overlord of Scorching Flame, Red Magnus, will super feed you the highest quality fire! Alles super. Das könnte genauso gut Frankie von One Piece sein. Such fighting spirit! You're no ordinary demon. Are you the Lost's Demon General? Have you come to take the head of the Supreme One? No. My business is with Void Dark. Did you pick a fight with that piece of monkey crap or something? Is that so? Red Magnus never imagined someone else besides the Supreme One would ever do that. That makes us allies. That's what I'd like to say. But when men face each other on the battlefield, they can't stop the fight. No, I don't mind stopping. Whoa, are you serious? Red Magnus would be super happy to fight with a strong guy like you. I see. You've got good taste. So you agree? Red Magnus is super excited!
Whoa. This is my overload skill, Super Olympia. It's a super ability that doubles my size and power and overwhelms all my enemies. Just so you know, when the time limit runs out, Red Magnus will return to normal size and will be a little sore. Dann muss ich ja eigentlich nur wegrennen, bis er wieder klein wird. Oder? Sehe ich das falsch? Killia, what's that gigantic thing, dude? Plus Overlord Red Magnus is barking with energy, dude. My, this pretty works for me, but doesn't even know what Overloads and Revenge Mode are. I saw Madame Seraphine and Overlord Logan using them, but I'm still not quite sure what they are, dude. Alright, then let me explain them to you. Revenge Mode and Overloads. First, a condition where it looks like Red Magnus is bursting with electricity. That's Revenge Mode. To get to this condition, you have to fill up your Revenge Gauge. Revenge Gauge? You can check the Revenge Gauge by looking at the far left part of the character stats. This gauge symbolized the character's rage and desire for vengeance. Muss aber genau hingucken, um das zu sehen. Ich sehe da gar nichts. You're talking about this dude? How can I raise my rage and desire for vengeance? There are several ways to fill up the Revenge Gauge. At first, you or your allies take damage. Your allies are defeated, or you defeat an enemy that is in Revenge Mode. Oh scheiße, ich war schon wieder nicht im Krankenhaus und habe meine Leute schon wieder nicht geheilt. Oh, wenn jetzt gleich jemand stirbt, bin ich selber schuld. So having enemies in Revenge Mode is a good chance for us to fill up our Revenge Gauge and enter Revenge Mode, dude. Now you're catching on, that's right. So when you're in Revenge Mode, you can get the following benefits. First, your critical rate becomes 100%, the SP cost of all skills becomes 1, reduced damage taken by 25%. Oh, wow, you can attack all you want, dude. But if the enemy can benefit from this too, shouldn't we be careful so that they won't enter Revenge Mode, dude? Not necessarily. As I mentioned before, if you defeat an enemy in Revenge Mode, your Revenge Gold will increase. Also, if you defeat an enemy in Revenge Mode, you can get a Power Fragment. They are items that increase the stats of whoever uses it. They make defeating enemies in Revenge Mode worth the effort. The enemy's rage is dangerous, but it's also a good opportunity, dude. And during Revenge Mode, Overlords will be able to use the secret skill, their Overload. Of course, I, the Overlord of Georges, can use one too. The effects of the Overload depends on the individual Overlord. Red Magnus Overload seems to turn him into a giant. It's called Super Olympia. His disgusting muscles multiply into a nightmare. By the way, my Overload is Balor Gaze. Killer, do you have an Overload too? Unfortunately, I'm not an Overlord. I don't have any skill that I could call an Overload. I can't tell, but I believe you have the power of an Overlord. Anyway, Revenge Mode and Overloads are trump cards that can turn the tide of the battle. If your Revenge Mode activates, don't waste the opportunity. We got sidetracked. Let's get back to the battle. Gut. Also man hat diese Leiste, die füllt sich auf, und wenn man die aufgefüllt hat und man ist ein Overlord, dann kann man den Overload aktivieren, wie der. Alle haben einen anderen. Da sehen wir jetzt rechts halt im YouTube-Chat die Leiste mit dem R darunter blinkend. Und dann haben die halt nochmal eine Spezialfähigkeit im Revenge-Mode. Und ja, das bringt halt Vorteile. Man ist dann halt ein wenig viel stärker. Boah, die sind alle so angegriffen. Erstmal Theresa da reinstellen. Genau in die Mitte von denen. Dann werde ich nämlich erstmal ein paar hier heilen. So.
Erstmal die vorne stehen. Alle raus und alle auf einen Platz. So, reicht. Der greift seine eigenen Leute an? Naja, so ist er wenigstens beschäftigt, ne? Muss man ja auch mal die Vorteile sehen. So, erstmal ziehen wir die weiter vor, die sowieso volle Energie haben. Aber nicht zu viel vorziehen, damit die sich noch gegenseitig decken können. So. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken, wer braucht denn noch die meiste Hilfe hier? Damit wir das hier richtig organisieren. So, hier die Magierin, die stellen wir hier außen hin. Seraphin stellen wir hier hin und die Heilerin genau dazwischen erstmal. So kommen wir erstmal alle voran. Und ich kann weiter heilen. Die Hexe, die hat nämlich auch gut was abgekriegt. Und sie hier, die ist ja fast noch völlig in Ordnung. Die stellen wir... Na. Dahin. Ja, gut. So gibt es auch jeder Deckung. Execute. Level up. Übrigens könnte ich auch mal noch ein bisschen raus... Ne, so reicht. Als nächstes sollte die, glaube ich, auch sich selber mal heilen. End-Turn. Oder haut denen da aber auch auf den Sack. Ich krieg auf die Fresse und mein Mastery-Level geht ab. Ist klar. So, als allererstes heilt die noch jemanden. Und zwar die Seraphin. Oh, die hat keine... Hat die kein SP mehr? 4. Scheiße. Ja, das war's mit Heilen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der SP-Level noch von selbst hochgeht nach einer Zeit. Hä? Das ist jetzt scheiße zu sehen. So. Oh, mit Prini zusammen. Ich glaube aber, ohne den wäre die Attacke stärker gewesen, oder? Ah, ne, okay. So, jetzt können wir auch wieder reinzoomen ein bisschen. Ja, die scheiß Kiste ist einfach im Weg. Moment, der hat jetzt auch ein Special, ne? Triple Strike. Den wollen wir mal sehen. Ach, scheiße, der müsste da stehen, wo Prini steht. Naja, machen wir alles zurück. Nach hier. Aber das möchte ich mal sehen in Triple Strike. Attack Zone Obstructed. Was soll das denn heißen? Stimmt doch gar nicht. Also wieder zurück. Den Prini dahin. Das finde ich schön, dass man immer wieder zurücksetzen kann. Nein, nicht die Heilerin. Und dann kriegt er halt eine ganz normale Attacke an den Kopf. Dann ist das so. Die greift schon mal den an. Die Hexe greift auch den an.
Ja, was mache ich mit der Heilerin? Ich lasse die erstmal hinten stehen, würde ich sagen. Bringt ja nichts, wenn die nichts machen kann. Zack. Das arme Schwein. Yeah, Level up. Ja, jetzt haben wir wieder einige, die nichts machen mussten in der Runde. Weil sich alles erledigt hat. Wir ziehen auf keinen Fall schon zu Red Magnus. Wir ziehen erst nach da oben und machen die restlichen Leute platt. Oh, der ist kleiner geworden, oder? Der ist jetzt kleiner geworden. Dem sein Revenge-Mode ist rum. Ist egal. So, ja, das SP steigt echt nicht bei der, also geht die zurück. Ich möchte die nicht verlieren. Ich habe sie nämlich lieb gewonnen. Also eigentlich müsste der Attack reichen. Oder hat die auch Spezialangriffe? Triple Strike. Geht da aber auch nicht. Ich verstehe den Triple Strike nicht. Naja, egal. So, Execute. Jawohl. Stage clear? Wir haben doch gar nicht gegen den Red Magnus gekämpft. Oder war der jetzt doch auf unserer Seite? Hä, ich verstehe das nicht. Naja, okay. Dann ist das so. You're good. Just as Red Magnus expected. But don't think you've tasted Red Magnus's full power. The real fun super starts now. Stop right there. No matter Tot. how hard a muscle-brained monkey tries, they would never be able to defeat my Sir Killia. What did you say, you big? Huh? Wait, you're... Did you just notice? Yes, I am the Rathlesia that blooms on the battlefield, the Overlord of Gorgeous, Sarah. Yeah. You're the shrew princess of Gorgeous. I am certainly not a shrew princess. I am now the Overlord of Gorgeous. Address me as Madam Overlord Seraphina. Yeah, that's right. Sarah something. I just super remembered right now. So, what are you doing here? That is my question for you. What is the Overlord of Scorching Flame doing here? And why are you fighting alone? Well, you know, the Supreme One just needed to release some stress, so he was having some fun with the Lost. What's with that look? Got something you want to say? Your fighting style. It looks like you're exerting your inner rage. Inner rage? Stop talking super nonsense. Fine. I guess I was mistaken. Sorry about that. What in the red hell? You're a demon, but you're apologizing? Weird. Well, as long as you understand, it's fine. So, that's the gist of it. Huh? What do you mean, let's? Aren't you guys picking a fight with Void Dark too? Red Magnus certainly is. So, let's go together and have super fun. Okay, also er ist ein Verbündeter. I welcome any Jetzt. man who will be an asset in battle, but I refuse tactless monkeys. Now, go back to your mountain. Shoot! What? Who cares? It's not like it's gonna cost you anything. Red Magnus says let's go together. Do whatever you please. Wait! Sir Killia, I just said that I'm opposed to that idea. All right, then it's settled. Now, let's turn it up. You're in the presence of Red Magnus. Soon, I'll beat down Void Dark and become the strongest Overlord. Nice to super meet ya. Er mit seinem Super, ey. Du kannst das Super Ellie. Ignore my opinion. Spinnerkacke hier, ey. Well, it's fine. It's
That Killia person. What is with his ridiculous magic potential? He could be very dangerous. Which... Wer war das? According to historians, Void Dark had taken over or destroyed over 30% of the entire Netherworlds. A furious god, Anguish Illusion, Miserable Corpse, or any of the other Netherworlds that were hanging on by a thread had fallen. Over half of the entire Netherworlds would have been under his control. On the other hand, Roaring Rampant, Brutal Beast, Dragonfang, and the other giant Netherworlds hadn't yet fallen. Those who were expecting the giant Netherworlds to offer resistance against the Demon Emperor finally saw a ray of hope. Wow, Episode 1 abgeschlossen. Hammer. I'm Seraphina. I'm a temptress who wallows in riches and fame throughout the entire universe. All men in this universe belong to me. Now, kneel before me. Ah, my lovely Seraphina. I will not allow anyone else to have you. Please marry me. Who's that? Whoa, whoa, whoa! Hold on for 1 minute. Sarah is mine. Red Magnus won't let anyone else super have her. Who's that? Next time on Seraphina's Story, Episode 2, Because of Love. Tonight, you will be falling in love. Do you need your heads examined? Ja, super. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.